Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir begrüßen Sie und euch recht herzlich zum Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief Kapitel 5, Vers 8b und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Am kommenden Sonntag herzliche Einladung zum YouTube-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Benzin und zum Präsenzgottesdienst um 11 Uhr in Gmünd mit Pfarrer Schumacher. Wenn Sie zum Präsenzgottesdienst sicher einen Platz haben möchten, melden Sie sich bitte bis Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro an. Sprechen Sie auch gerne mit unserem Anrufbeantworter. Sie können aber auch am Sonntag ohne Anmeldung spontan vorbeikommen. Bis zu 30 Personen finden in der Gmünder Kirche Platz. Darüber hinaus ist ein Einlass zurzeit leider nicht möglich. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Während des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Auf Gemeindegesang muss leider verzichtet werden. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können, auch diese Daten finden Sie auf der Homepage in unserer Gemeinde, unterstützen Sie die EKD-Weite-Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland, Stiftung KIBA. Sie unterstützt Kirchengemeinden dabei, ihre Kirchen zu erhalten und zu sanieren. Die Kollekte hilft ihr dabei. Kirchen sind mehr als ein Denkmal. In unseren Städten prägen die großen Kirchen das Stadtbild. Der Aufwand, diese Kirchen zu erhalten und zu sanieren, ist entsprechend hoch. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für Unterstützung Langzeitarbeitsloser durch den Soli-Lauf in Aachen. Alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, heute ein besonderer Gottesdienst, der zum einen sehr salzhaltig ist und zum anderen sehr konfilastig ist. Die neuen Konfis, die sich bis auf Klettern noch gar nicht getroffen haben, haben diesen Gottesdienst heute vorbereitet und sind auch mit 2 Vertretern, mit Finja und Julian, hier vor Ort vertreten. Und ansonsten werden wir dann im Laufe der Predigt auch noch ganz viele andere Konfis und deren Meinungen hören und sehen, was es eigentlich heißt, Salz der Erde zu sein und was so ein Gottesdienst so richtig die richtige Würze gibt, beziehungsweise wie man vielleicht auch selber Salz der Erde sein kann. Jetzt singen wir gemeinsam das erste Lied, Klüger, ein Kirchentagslied, und das haben wir schon öfters gesungen. Nicht abschrecken lassen, sondern kräftig mitsingen, auch wenn es vielleicht am Anfang noch schräg und schief ist. Machst du mich,
Lasst uns mit Worten nach Psalm 48 beten. Da gibt es den Kehrvers, dir, mein Gott, will ich nahe sein. Den sprechen wir zwischen den einzelnen Abschnitten, so jetzt auch am Anfang. Dir, mein Gott, will ich nahe sein. Überall gibt es Kirchen, auf dem Berg, auf dem Marktplatz, mitten in der Stadt. Dir, mein Gott, will ich nahe sein. In den Kirchen feiern wir Gottesdienst, loben dich und klagen, hören biblische Geschichten. Dir, mein Gott, will ich nahe sein. Im Gottesdienst erfahren wir, dass du, Gott, mitten unter uns bist. Dir, mein Gott, will ich nahe sein. Überall in der Welt denken Menschen daran, wie gütig und barmherzig du bist. Dir, mein Gott, will ich nahe sein. Wir spüren, du bist da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kommt ihr da vorne? Salz der Erde, Licht der Welt sollen wir sein. So der Anspruch Jesu. Doch verstecken wir uns nicht viel zu oft? Was ist eigentlich ein richtiger Christ? Und unsere neuen Konfis, woher sollen sie das schon wissen? Salz der Erde, Licht der Welt. Salz der Erde, Licht der Welt. Wir singen gemeinsam, behüte mich Gott. Mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Ja, Salz der Erde und Licht der Welt, zur Freude der anderen und für mich. Zu viel Salz tut nicht gut, das Essen ist nicht mehr zu genießen. Auch auf das richtige Maß kommt es an. Auch in Glaubensdingen. Echt? Ja, sonst kann es mir zu viel werden. Wenn ich gezwungen werde, nicht die Freude im Mittelpunkt steht und ich nicht erkennen kann, wie befreiend unser Glaube sein kann. Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Ja, Salz der Erde und Licht der Welt, zur Freude der anderen und für mich. Doch das Licht wird zu oft verdunkelt. Kommt jetzt die zweite Corona-Welle oder ist sie schon da? In den Nachrichten werden die Zahlen von Tag zu Tag wieder größer. Unser Reden, das sich mehr und mehr verändert. Wir sprechen von Stand heute. Und lass uns erstmal abwarten, wie sich alles entwickelt. Normal ist das alles nicht. Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. Salz der Erde, Licht der Welt. Ja, lasst uns das sein. Lasst uns unsere ganz eigene Gewürzmischung beitragen, dass unser Glaube nicht geschmacklos wird, sondern immer wieder neue Geschmacksrichtungen entwickelt. Salz der Erde, Licht der Welt. Und auch das Licht der Welt kann nicht dauerhaft verborgen werden. Die dunklen Wolken ziehen auch wieder ab und nach der Nacht kommt der Tag. So war es, so ist es und so wird es sein. Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst
unseren dreieinigen Gott, der du lebst und regierst, heute und in Ewigkeit. Amen. Komm heraus aus deiner Höhle, zeig dich, hab keine Angst, komm ins Licht. Aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus 5, 8b bis 14. Ihr seid Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Halleluja! Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Halleluja! So lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Ganz heimlich, still
Liebe Gemeinde, online und vor Ort, das mit dem Salz der Erde und dem Licht der Welt ist schon so eine Sache. Wir wissen alle, zu viel Salz tut uns nicht gut, aber zu wenig auch nicht. Und in den letzten Tagen konnte ich ohne Hut und Sonnenbrille auch kaum das Haus verlassen, wollte ich nicht größere Verbrennungen auf meinem Kopf riskieren. Seit 4,5 Monaten schon übertragen wir die auf der Plattform YouTube unsere Gottesdienste online hier aus dem Hellenthaler Gemeindehaus. Aber wem sage ich das? Wenn Sie das nicht wüssten, könnten Sie jetzt nicht zuschauen. Seit Pfingsten sind auch wieder die Präsenzgottesdienste in unserer Gmünder Kulturkirche am Start. Was mich Woche für Woche bei unserem Online-Format fasziniert, ist das Interaktive. Also direkt während des Gottesdienstes, vielleicht auch jetzt gerade, ich kann es nicht sehen, Rückmeldungen über den YouTube-Chat zu erfahren, dass zum Beispiel wie letzten Sonntag die Tonqualität grottig war. Wir wissen jetzt auch, dass während des Gottesdienstes ausgerechnet Windows ein Update fahren musste und deshalb der Ton ins Stocken geriet. Oder Rückmeldungen oder Nachfragen zu Predigtinhalten, die dann spätestens beim virtuellen Kirchcafé geklärt werden können. Oder die Anregung aus Borkum, nicht nur immer Kirchkaffee zu haben, sondern auch Kirchtee zu haben. Und deshalb wurde uns ein großes Paket Tee zugeschickt. Gruß nach Borkum, es ist noch etliches über, aber wir melden uns, wenn es dann doch mal leer wird. Oder unsere Konfis, die durchaus differenziert Rückmeldung über die virtuelle Gottesdienstkarte zu den Gottesdiensten geben. Eine Einrichtung, die übrigens allen Gottesdienstbesuchern offen steht, auch wenn da Kaller und Hellenthaler Konfigruppe steht. Man kann sich dann einfach für eine der beiden entscheiden. Auf unserer Homepage kann man ganz einfach in den Startreitern den Hinweis Gottesdienstkarte folgen und schon kann man Rückmeldung geben. Ich hoffe, die ist jetzt gerade mal kurz eingeblendet, so als Hinweis. Das ist jetzt vom Handy und wenn man über den PC geht, ist es ähnlich aufgebaut. Diese Gottesdienstkarten offenbaren dann jedenfalls Hinweise der Konfis, die mal leichter und mal schwerer zu berücksichtigen sind. Sie zeigen allerdings das große Interesse der neuen Konfis am Thema Gottesdienst, auch wenn das Konfirmandenjahr für sie erst Corona-bedingt im September hoffentlich losgeht, wenn es dann möglich ist, weil jetzt im August erst noch die beiden alten Konfigruppen konfirmiert werden. Damit ich da jetzt nicht nur aus zweiter Hand zitieren muss, hatte ich die Jugendlichen diese Woche gebeten, mir kurze Videoclips zu schicken. Die Überschrift oder die Aufgabe lautete: Salz der Erde. Welches Gewürzsalz macht einen gelingenden Gottesdienst aus? Und dazu sehen und hören wir jetzt zuerst Finja, Eva, Melina, Jan, Leonie, Jerry, Viktoria und Julian. Keine Angst, es sind immer nur kurze Clips. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, sollte als Salz auf jeden Fall die Vielseitigkeit dabei sein. Ich finde es toll, wenn zum Gottesdienstthema passende Bilder gezeigt werden, passende Lieder gesungen werden oder Fürbitten von verschiedenen Personen, wie zum Beispiel von uns Konfis, vorgetragen werden. Das Salz, mit dem ich unseren Gottesdienst würze, ist für mich eine Kerze, die ich anzünde, mit einem Wunsch für mich oder für einen Menschen, der mir wichtig ist. Für mich wäre das Salz eine passende Musik zum Gottesdienst. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, sollte als Salz auf jeden Fall Musik dabei sein. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, sollte Salz auf jeden Fall Lieder, Bilder über aktuelle Themen und Gebete gegen die Corona-Zeit dabei sein. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, fände ich es toll, wenn das Lied in Excelsis Deo vorkommt. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, sollte als Salz auf jeden Fall eine Kerze für jede Fürbitte dabei sein. In einem Gottesdienst, der mir gefällt, muss auf jeden Fall ein Lied gesungen werden. Bilder, Lieder, der passende Einsatz von Kerzen zu den Fürbitten, so vielleicht eine ganz grobe Zusammenfassung der Gewürzanteile. Jerry hat uns indirekt mitteilen wollen, dass für ihn Weihnachten ganz wichtig ist, wenn er das in Excelsis Deo dabei haben möchte, was normalerweise ja der Verkündigungsengel Heiligabend uns zuruft. Und aus den Karten weiß ich, dass sich viele Konfis moderne Lieder wünschen und nicht nur die,
wobei man immer halt schauen muss, was geht und was nicht geht. Vor ein paar Wochen ist uns ein Gottesdienst dann schon gesperrt worden, weil YouTube sagte, da können wir das nicht senden, weil da sind Urheberrechte drauf. Das Lied musste man dann rausschneiden. Live ist es dann aber noch gezeigt worden. Daher jetzt auch meine erste Expertenfrage an euch beide. Kommt mal hier nach vorne. Wir hatten da mal was vorbereitet gestern und Julian und Finja sind bereit, jetzt Rede und Antwort zu stehen. Also hoffe ich jedenfalls. Also meine erste Expertenfrage. Wenn ihr die Lieder für den Gottesdienst aussuchen könntet, welche sollten auf keinen Fall fehlen? Und ich denke da nicht unbedingt nur an die typischen Kirchenlieder, sondern vielleicht auch eher Musik, die ihr sonst so gerne hört. Wenn euch keiner sieht, wenn ihr unter der Dusche steht und dann laut singt oder so. Was fällt euch dazu ein? Robin Schulz, In Your Eyes oder von Mark Forster, Wir sind groß, mit noch Reinstein. Okay, das Lied eurer Familie. Wir sind groß. Was bei dir? Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich sollte auf jeden Fall ein Lied, das ein bisschen Stimmung macht, nicht fehlen, wie zum Beispiel Like I Love You von Nico Santos, aber auch mal ein gefühlvolleres Lied von Pietro Lombardi, Kämpferherz. Okay, das heißt also Lieder, die so im Alltag von euch zurzeit vorkommen, angesagt sind, die sollten auf jeden Fall auch im Gottesdienst mal kommen. Okay, Problem ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir die, wenn wir einen YouTube-Gottesdienst haben, gar nicht eigentlich dann spielen dürfen. Oder wir müssen uns für teuer Geld die Rechte dazu hören. Habt ihr eine Idee, wie man das umgehen könnte? Wir müssen es selber singen wahrscheinlich, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Also wir können ja dann überlegen, wenn wir dann tatsächlich wieder als Konfis uns, oder wenn wir uns dann endlich als Konfis treffen können, ob wir dann mal das eine oder andere Lied uns einfach mal vornehmen und sagen, hey, und wenn wir tatsächlich hier einen Online-Gottesdienst machen wollen, dann müssen wir das so üben, dass wir das hier auch singen können. Würdet ihr euch darauf einlassen? Ja. Ja. Vielleicht haben wir noch ein paar Leute dabei, die auch ein Instrument spielen können, dass wir das vielleicht irgendwie dann noch so umsetzen können. Also, ich sehe, da sind große Aufgaben, die auf uns warten, auf euch warten. Ich hatte gerade den bösen Gedanken, singt doch mal an, aber das lasse ich jetzt sein. Das machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Das wäre jetzt dann zu viel Überraschung gewesen. Erstmal vielen Dank. Ihr seid gleich nochmal dran, könnt euch nochmal einen Moment setzen. Also, Salz der Erde, Salz für den Gottesdienst, also nochmal ganz andere Melodien reinzuholen. Und ich glaube, das war schon immer so. Also die Kirchenmusik hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte immer gewandelt. Und wenn wir heute von modernen Kirchenliedern reden, dann denken wir, glaube ich, immer noch an solche Lieder wie Danke, was in den 60er Jahren tatsächlich mal auch in den Charts vorhanden war und da auch relativ hoch war, oder andere Lieder. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist dann eher, dass so Lieder, die wir jetzt auch vom Kirchentag heute auch schon gesungen haben, wahrscheinlich die Schwierigkeit in sich haben, dass sie sich gar nicht so leicht durchsetzen können, weil sie mit Tempo wechseln und vielleicht nochmal anderen Melodieabschnitten da die Schwierigkeiten geben. Also das ist auf jeden Fall immer eine Aufgabe. Ich gucke jetzt gerade den Werner Winkler hier an, der schon weiß, dass ich immer wieder auch mit ihm Experimente vorhabe. Und er freut sich immer wie Bolle, wenn er dann mal wieder ein neues Lied lernen darf. Aber er guckt dann auch bei YouTube nach, das weiß ich, und hört sich das da mal an, wie das dann so klingen soll. Also, es soll kein fader Gottesdienst werden. Er sollte aber vielleicht im übertragenen Sinn auch nicht zu scharf werden, weil zu scharfes Essen ist jedenfalls bei mir so, dann habe ich Schluck auf und kann gar nichts mehr machen. Ich war mal beim Inder und musste nach der halben Portion erstmal rausgehen, weil ich vor Schluck auf nichts mehr sah. Also in der Bergpredigt wird Jesus zitiert, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Also ohne Salz ist tatsächlich vieles nicht genießbar. Und Salz macht haltbar. Wenn also unser Glaube durch die richtige Salzmenge haltbar gemacht wird, kommen die philosophischen Gedanken zum Salz von Robin und Jonas zum Tragen. Bitte schön. Salz in der Suppe, was soll das bedeuten? Naja, ohne Salz schmeckt die Suppe eben nicht. Ja, aber eine Suppe hat doch auch viele andere Zutaten. Na klar, aber ohne Salz schmeckt die Suppe fade. Es fehlt der Geschmack. Salz ist eben wichtig.
Aber nicht nur Salz ist wichtig, viele andere Dinge sind doch auch wichtig. Was meinst du? Naja, Familie ist doch wichtig und Freunde und viele andere Leute, wie zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja, du hast recht, ganz viele Leute sind wichtig und irgendwie sind sie dann alle das Salz in der Suppe. Genau, sie machen vielen Leuten das Leben wieder schmackhaft. Irgendwie sollte jeder von uns eine Prise Salz sein. So macht jeder von uns die Welt ein bisschen schmackhafter. Wir alle sind in der Gemeinschaft das Salz in der Suppe und um Jonas nochmal zu zitieren, damit die Welt ein wenig schmackhafter wird. Ein schönes Bild, finde ich, das wir da mitnehmen können. Und ich denke, es ist gut, dass wir viel Neues ausprobieren, immer wieder. Vielleicht nicht jeden Sonntag, das wäre vielleicht auch ein wenig zu anstrengend, aber fast jeden Sonntag. Und so meine zweite Expertenfrage an euch beide, kommt nochmal nach vorne, damit wir euch auch sehen und ihr nicht nur aus dem Off sprecht. Also was sollte denn jetzt dann konkret in unseren Gottesdiensten Neues ausprobiert werden? Wo und wie könntet ihr Konfis unsere Gottesdienste unterstützen und damit auch noch mehr Interesse bei euch selber für die Gottesdienste wecken? Willst du diesmal anfangen? Falls ein paar Konfis von uns ein Musikinstrument spielen, könnte man den Gottesdienst durch Musikbeiträge ein bisschen moderner gestalten. Mhm. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ich habe mal ein Musikinstrument gespielt, aber jetzt Flöte. Flöte. Ist zurzeit nicht so leicht möglich, weil du einen gebrochenen Arm hast. Das ist eine gute Ausrede. Wie sieht es bei dir aus? Ich finde es interessant, Videoausschnitte zum Beispiel von uns Konfis zum Thema des Gottesdienstes sehen zu können. Mhm. Okay, das heißt, wenn wir eine Einheit in der Konfi-Arbeit gemacht haben, dass man dann auch Sachen davon aufnimmt, wo man auch dann einfach sagen könnte, so, wir haben jetzt eine Einheit hinter uns und damit gestalten wir jetzt einen Gottesdienst. Ja. Also nicht nur einmal am Ende des ganzen Jahres zum Vorstellungsgottesdienst. Wir haben ja dieses Jahr gesehen, dass der ja nicht gezeigt werden konnte, weil wegen Corona ausgefallen ist. Aber so könnte man das dann immer wieder mitmachen. Ich glaube, Gemeinde hätte auch durchaus Interesse daran. Ich gucke mal zur Presbyterin, die nickt mit dem Kopf und beide Daumen hoch. Ja, super Idee. Vielen Dank. In meinem Text, ohne dass ich wusste, was ihr sagen würdet, habe ich geschrieben gestern, ihr Konfis seid sicherlich Salz, das wir brauchen, damit Kirche und Gottesdienst, unsere Gemeinde frisch bleiben. Wir brauchen eure guten Ideen und euer Engagement. Wir lernen gerade an so vielen Stellen, dass unser Leben anders funktionieren muss und wird. Ihr habt das vor den Ferien gemerkt, als es darum ging, Online-Schule ertragen zu müssen teilweise, mit all den Dingen, die da so auf euch niedergeprasselt sind. Und übernächste Woche geht Schule wieder los. Ich weiß, die Meinungen sind da durchaus verschieden und man weiß auch nicht genau, was dort geschehen wird. Aber vielleicht kommt trotzdem dann so ein Stück Normalität, zumindest für die ersten 3-4 Wochen, wieder in unseren Alltag hinein. Normalität, die trotzdem ganz anders ist als vor dem 15. März. In der Schule, in den Geschäften, beim Sport, auf der Arbeit und halt auch bei uns in der Gemeinde. In 3 Wochen feiern wir die erste Open-Air-Konfirmation. Natürlich bei bestem Eifel-Sommerwetter auf einem großen Parkplatz vor großer Kulisse. Wir sind froh, dass die Konfirmation hoffentlich endlich stattfinden kann. Also ganz normal und trotzdem doch anders. Zum Ende unserer gemeinsamen Predigtgedanken ein Gruß an Florian, dass wir hoffentlich deinen Erwartungen einigermaßen entsprochen haben. Bei Gottesdiensten, die mir gefallen, sollte als Salz auf jeden Fall ein Predigttext dabei sein, den ich verstehe und Themen aus meinem Leben. Und so höre ich ja jetzt auch schon auf und bitte zugleich auch um euer Mit- und Weiterdenken. Was ist für euch das Salz der Erde? Welches Salz gibt es für euch den Gottesdienst die nötige Würze? Gern über unseren Chat hier bei YouTube oder als WhatsApp- oder Telegram-Nachricht über die dann gleich eingeblendete Telefonnummer oder als E-Mail an unsere Adresse fürbitten@eifelkirche.org.
Also einmal, welches Salz gibt für euch den Gottesdienst die richtige Würze? Und als zweiter Gedanke, anknüpfend an die Gedanken von Robin und Jonas, was macht für euch das Salz der Erde aus? Wie können wir zum Salz der Erde werden, damit unser Glauben am Leben erhalten bleibt? Es wäre sehr schön, da Rückmeldungen von euch zu bekommen. Das fast letzte Wort hat nun Julian. Er hatte aus dem Moviepark am Donnerstag nämlich nochmal einen ganz besonderen Aspekt zum Salz, das nicht nur salzig sein muss. Mein Salz soll süß und abwechslungsreich sein, so wie diese Kraftfuß. Also für alle, die durch den Hintergrund das nicht so verstanden haben, Salz sollte süß und abwechslungsreich sein, wie eine Dose Haribo, die er vor sich auf dem Schoß hatte. Also auch das ist durchaus eine Möglichkeit, um Salz mit hineinzubringen. Letzte Frage an euch beide. Fehlt noch was? Ihr hättet jetzt die Möglichkeit, noch das zu sagen, was euch immer auf dem Herzen liegt, oder ihr schweigt jetzt einfach. So oder so? Ist gut. Die beiden schweigen, sie gucken mich an, sagen, nein, bitte nicht mehr. Deshalb bleiben mir jetzt für die Predigt die letzten Worte. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Das Lied, das wir jetzt singen, haben wir, glaube ich, in der Gemeinde noch nie gesungen, oder Werner? Macht nichts. Ein Lied, das für den Kirchentag 2015 in Stuttgart geschrieben worden ist. Und wer sich da die Aufnahme nochmal angucken möchte, der denkt sich, so voll wird es schon lange nicht mehr sein auf einer öffentlichen Veranstaltung. Und in Stuttgart, den Kirchentag, habe ich mit den Temperaturen in Erinnerung, dass wir nur geschwitzt haben. Es war so heiß in dieser Tal in Stuttgart. Also man sieht es auch, wenn man dann mal nachschaut auf den Bildern. Und jetzt genug geredet. Schenke mir Gott ein hörendes Herz und wir probieren das jetzt einfach. Das wird schon klappen. Seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir Gott ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht jeden Tag. Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht jeden Tag. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. Schenke mir Gott ein Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt.
Ja, wir wollen an diesem Tag auch an all die Menschen denken, die um Menschen trauern aus unserer Gemeinde, die wir jetzt hier nicht öffentlich nennen können. Für sie entzünden wir die erste Kerze, dass sie alle Gott an deinem Tisch Heimat finden konnten. Und gib den Angehörigen, dass sie das loslassen können, was sie in dieser Welt nicht halten können. Und so beten wir weiter, guter Gott, in diesen Monaten der nicht endenden Corona-Schreckensmeldungen ist es gut, dich als unsere Grundlage zu wissen. Mit den Gewürzen und Salzen lass uns Schwung in den Glauben bringen, wo sich Fahrtheit bereit machen will. Das Salz bringe allen Menschen, die ausgelaugt sind, wieder die nötige Grundlage ins Leben, dass es weitergeht und nicht endet. Salz als Zeichen zum Leben, jeden Tag. Das Gewürzsalz für all die Menschen, denen manchmal die Fantasie und Freude im Leben fehlt. Lass sie wieder leichter ihren Weg nehmen. Das Leben ist nicht nur schlecht. Die italienische Gewürzmischung für all die Menschen, die den Fernreisen in diesem Sommer nachweinen. Mit Kreativität konnten und können wir vieles anders machen. Lass uns das auch in diesem Jahr nicht vergessen. Flor de Sal Olivas Negras. Auch Luxus gehört zu unserem Leben. Sei es mit einem kleinen Löffel Meersalz mit schwarzen Oliven oder der Luxus, einfach viel Zeit für die Familie zu haben. Manche Bauprojekte wurden und werden in diesem Sommer gestemmt. Begleite alle dabei. Und schließlich Chilipulver, das uns manche Schärfe ins Leben bringt. Sei mit den neuen Konfis, die jetzt nach und nach ihre Gemeinde erkunden und erleben können. Schön, dass sie mit uns unterwegs sind. Und sei mit den alten Konfis, die auf ihren Abschluss entgegenfiebern. Schön, dass sie sich für dich, Gott, für den Glauben und unsere Gemeinde begeistern lassen. Sei du Christus, unser Salz, damit der Glaube frisch bleibe. Und gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen. Lass uns in deinem Namen, o Herr, die nötigen Schritte gehen. Lass uns in deinem Namen
Ja, vielen Dank für alle, die heute hier mitgewirkt haben und die geholfen haben, dass der Gottesdienst gelingen konnte. Zum einen den neuen Konfis, die viel Würzsalz mitgebracht haben und euch beiden hier vor Ort, Finja und Julian, danke, dass ihr so mutig wart, heute herzukommen und diesen Schritt gewagt habt. Dann danke an Tanja für deine Mitwirkung als Presbyterin, als betroffene bald Konfirmandenmutter in 3 Wochen. An Werner für die musikalische Gestaltung und an Torge und eine nette Bezeichnung an seinen Azubi Günther, der nächste Woche hier den Gottesdienst rocken darf in der Technik. Also von daher euch auch vielen Dank. Ich hoffe, dass der Ton heute auch wieder besser war als letzte Woche. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich noch beim virtuellen oder auch richtigen Kirchcafé im YouTube-Chat treffen können. Denkt nochmal an die Aufgaben von der Predigt. Vielleicht fällt euch noch was ein, dass ihr da noch was zuschreiben könnt. Vielen Dank und allen einen schönen Sonntag. Tschüss.